Wir wollen per Anhalter über den Atlantik, ohne Geld und ohne Segelerfahrung. 6000 Kilometer auf einem fremden Boot. Aber mal ehrlich, wer nimmt 4 komplette Anfänger mit über den offenen Ozean? Wie wir ein Boot finden, ob wir scheitern oder ob alles schlagartig losgeht, seht ihr jetzt. Kann ehrlich nicht mehr so ein kompletter Tiefpunkt. Erste Strategie. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Gibraltar, weil ich habe vor, da meine Werbung aufzuhängen. Das kann man da im Hafen machen und vielleicht sieht das jemand. Zettel ist aufgehängt, nicht so wenig Konkurrenz. Unsere zweite Strategie ist, Segler direkt anzusprechen. Do you know someone who is sailing towards the Canaries? We have a full crew, guys. I'm going tomorrow to Valencia. Yes, no, we were in. I've only been here a couple of weeks, like, so I don't really know. Und dann plötzlich passiert, wir erhalten ein vielversprechendes Angebot. Wir haben vielleicht von einem französischen Captain das Angebot, dass er uns nach Tanger fährt. Vielleicht sagt er danach, dass wir gleich mitfahren können auf die Kanaren. Mit etwas Glück haben wir also schon in 2 Tagen unser Boot. Wir haben nur noch 4 Wochen Zeit, um ein Boot auf die Kanaren zu finden. Von dort aus brechen jedes Jahr hunderte Segler zur Atlantiküberquerung auf. Verpassen wir das, ist alles vorbei. Und dann auf einmal hat uns jemand einen echt guten Tipp gegeben. Some boats on anchor. Neben der Marina soll eine Bucht liegen, in der Boote ankern, die auf bessere Winde warten und dann Richtung Kanaren aufbrechen. Wir müssen also eine Möglichkeit finden, alle Boote dort abzuklappern, bevor sie verschwinden. Wir hatten da schon eine Idee. Wir sind jetzt gerade an so einem Schrottplatz, da sind so alte Boote wie die hier. Wir haben da hinten aber so ein Kanu gefunden und die Mission ist, dass wir dahinter gehen, in die Bucht, da wo die Boote ankern. Die Jungs haben sich hier ein tolles Boot zurechtgezimmert. Mission Titanic. Auf geht's! Mal gucken, was das wird, Alter. Ich glaube, das war's mit dem Boot. Nachdem Mission Titanic erstaunlicherweise ein kompletter Griff ins Klo war, haben wir auf einmal diesen Solosegler getroffen, der bereit war, uns in die Ankerbucht zu fahren. Nicht nur konnten wir unsere erste halbe Seemeile sammeln, Are you looking for crew, maybe? sondern haben auch die ein oder andere vielversprechende Nummer ausgetauscht. Also heißt jetzt nur noch auf den Anruf warten. Hallo? In der Zwischenzeit stellt sich natürlich die Frage, wo pennt man eigentlich, wenn man schon seit 2 Wochen ein Boot sucht? Seit Jahren gibt es ein kleines Hitchhiker-Camp in Gibraltar, wo wir in unseren Zelten übernachten, kochen und alles andere machen, um uns von den zahlreichen Absagen abzulenken. Ich habe schon meine Ukulele. Johnny hat auch noch eine. Max holt sich jetzt auch noch eine Ukulele. So, wir gehen jetzt nach Gibraltar Straßenmusik machen. Wir haben noch nicht mal angefangen zu spielen, wir haben nur die Gitarren gestimmt und wir haben direkt 2 Kippen gekriegt. Wie abgemacht haben wir das Gespräch mit unserem vielleicht zukünftigen Captain gesucht. Yo, wir sind jetzt ein bisschen perplex, weil der Typ kam an uns vorbeigelaufen, nachdem wir ungefähr 2 Stunden hier gechillt haben und hat uns ein ganz trockenes Nein reingedrückt. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei Null und müssen komplett neu nach einem Boot suchen. Aber zum Glück haben wir noch eine Geheimstrategie, die später ziemlich entscheidend werden könnte. Die meisten unserer Hitchhiker-Kollegen finden nach 1 bis 2 Wochen ihr Boot und so leert sich das Camp immer wieder. Und alles, was übrig bleibt, sind 4 verlorene Seelen mit einem etwas zu ambitionierten Plan. Langsam treten die ersten Zweifel auf, ob es überhaupt möglich ist, ein Boot für 4 Leute zu finden. Doch dann passiert was Unerwartetes. Morning! We have like a little place on the boat for a couple of people. That's a good question. I can check it. Do you have my number? Jetzt wird sie gleich sagen, ob die letzten Tage nur Zufälle waren. Oder mitfahren können. Ja. Ich muss jetzt einfach hinhauen. How do you think are the chances of getting 5 people on board? Because of the weather, we don't know how many are coming or are not coming. Can help but give you an opportunity. Das klang ja nicht so schlecht, Alter. Oh mein Gott, ja! Wegen dem Wetter jetzt, wenn da viele abgesagt haben. Das wäre wirklich echt unsere Chance. Wir werden jetzt gleich den Captain anrufen. Unser Fünferboot! Let's go! Hey, how are you? Achso. Auf einmal erhalten wir eine Nachricht vom Captain. Entgegen unserer Hoffnung hat kein einziger der Passagiere den Segeltrip trotz des Unwetters abgesagt. Wir sind alle schon seit über einem Monat auf Bootsuche mit dem Ziel, es noch rechtzeitig zur Atlantic Season auf die Kanaren zu schaffen. Zuspruch, dass das klappt, erhalten wir am Hafen kaum noch. It's not really the time to go to the Canaries at the moment. Right now it's bad weather, I heard. It's bad weather, but a lot of people go for the Atlantic Ocean cross. And they started already. Yeah. The best time is July, August, September. You're a little late. Ursprünglich wollten wir vor dem 24. November auf den Kanaren ankommen, um auf einem der zahlreichen Boote der Art-Regatta anzuheuern. Doch es ist bereits Dezember. Ist unsere letzte Mitfahrgelegenheit jetzt verschwunden?
Naja, glücklicherweise hat sich in der Zwischenzeit für 2 von uns eine Möglichkeit eröffnet. Gianni und Max haben seit 2 Wochen Kontakt mit einem Boot auf die Kanaren, das nun beschlossen hat, sie mitzunehmen. Bro, weißt du, wie wir ausrasten, wenn wir uns Canaries wiedersehen? Ist so, Mann. Digga, jetzt geht ihr einfach, Mann. Und wir sind noch übrig. Ja, der erste. Scheiße. Ey, Macht's gut. Ihr findet ein Boot. Wir Wir treffen uns ab. Du machst keinen Scheiß, Mann. Jungs. Bleibt noch ein bisschen, oder? Ja, wir suchen noch ein Boot. Kommt ja genug vorbei. Ja, eben, denken wir auch. Also wir haben ja ewig versucht, das mit dem Viererboot zu machen, haben uns jetzt gerade die letzte Woche wirklich dazu entschieden, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil niemand will 4 Leute auf einmal mitnehmen. Deswegen haben wir uns jetzt in 2-2 gesplittet. Gianni und Max sind jetzt weggefahren und wir suchen jetzt auch noch ein Boot für uns 2. Das ist eigentlich nicht einmal der Bruch. Schon langsam fuckt es mir einfach an, noch ein Boot zu suchen. Das ist, ich meine, ich will jetzt eigentlich wieder Abenteuer erleben. Irgendwas, wo man es mehr selber, ich meine, man hat es da selber in der Hand, aber man muss halt trotzdem aufs Glück von den anderen hoffen auch. Es fühlt sich so an, als würden die dir nur so einen Gefallen tun. Ja, genau. So, ja, okay, ja, nehme ich dich halt mit. Eigentlich gar keinen Bock, aber wow. Jetzt Hecke, Junge, komm. Ihr seid jetzt so lange schon hier, Kollege. Du müsst es doch jetzt mal schaffen, hier so einen Scheiß. Es ist jetzt Anfang Dezember und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir uns über jedes einzelne Boot freuen, was in den Hafen kommt, weil einfach so wenig Traffic hier ist. 6 Wochen, 3 Tage, ich kann ehrlich nicht mehr suchen eigentlich. Kompletter Tiefpunkt gerade. Der Hafen, ich kann das alles nicht mehr sehen, der Rock of Gibraltar. Es ist wirklich das letzte Loch. Erinnert ihr euch an die Geheimstrategie? Neben der Bootsuche am Hafen haben wir Segler-Apps wie Navili und No Foreign Land genutzt, um Seglern in der Nähe direkt Nachrichten zu schicken. Und tatsächlich hat an unserem mentalen Tiefpunkt entgegen aller Erwartungen jemand angebissen. Josh und Maddie haben ihr Segelboot in der Marina einer kleinen Stadt namens Motril stehen und da sie selbst einen YouTube-Kanal haben, können sie sich gut vorstellen, uns als Crew mitzunehmen. Und nicht nur das, Aegis, ein Bootshitchhiker, der von Grönland bis nach Gibraltar gehitchhiked ist, hat seinen Captain überredet, Marcel und mich nach Motril zu fahren, um ein wenig Segelerfahrung zu sammeln und das persönliche Gespräch mit Josh und Maddie zu suchen. Es geht zum Boot. Diesmal wirklich. Not bad. That's a really nice boat. Yo. Bye bye. Wir sind jetzt mit dem Segelboot nach Motril gefahren, sind jetzt seit gestern hier und tatsächlich ist genau neben uns das Boot, mit dem wir eigentlich sprechen wollten. Auf einmal erfahren wir, dass wir uns nur knapp verpasst haben, denn in der Zwischenzeit sind Josh und Maddie nach Gibraltar gereist, um in den Urlaub zu fliegen. Vorerst erhalten wir keine Antwort auf die Frage nach einem Telefongespräch. Da die beiden nun für 3 Wochen nach Australien geflogen sind, müssen wir auf eine Antwort warten. Doch glücklicherweise können wir die Zeit nutzen, um eine kleine Marokko-Reise zu machen. Warum, wenn wir noch keine sichere Zusage haben? Naja, das ist nicht unser einziges Angebot. Nee, ein Franzose hat uns gerade geschrieben. Es schaut so aus, als hätte er ziemlich Interesse. Wir könnten dann 26. Dezember bis Kap Verde fahren. Krass, Junge, krass, Alter. Voll random jetzt eine Zusage gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Das ist jetzt halt so eine absurde Situation, weil wir haben wirklich seit 7 oder 8 Wochen einfach gesucht nach einem Boot und jetzt haben wir 2 Angebote potenzielle. Da wir uns jedoch deutlich besser vorstellen können, mit dem YouTuber-Pärchen zu segeln, entscheiden wir uns noch abzuwarten und das Angebot der Franzosen eher als Backup-Option zu nutzen. Als nach 2 Wochen Marokko-Reise immer noch keine Antwort kommt, beschließen wir, das Backup-Angebot anzunehmen. Und wie hätte es auch anders kommen sollen?
In der Zwischenzeit haben sie schon eine andere Crew gefunden. We're in the middle of the desert. Da wir kaum noch Hoffnung haben, dass wir noch eine Antwort erhalten, schmieden wir schon Pläne, durch die Westsahara und Mauretanien in den Senegal zu trampen, um von dort aus als Shortcut ein Boot direkt auf die Kapverden zu finden. Wir haben die ersten Kilometer schon hinter uns gebracht. Jetzt geht's nämlich in die Westsahara, wahrscheinlich heute noch, weil so weit ist die nicht mehr entfernt. Kurz vor der Westsahara erreicht uns jedoch die Nachricht einer befreundeten Bootshitchhikerin. I just got contacted by this guy. He's called Florian. He's German and he's actually having a boat and he needs crew. I don't know if your friends are still looking for a boat back to Gibraltar. Could you contact them and hand them the number, please? Nach ein bisschen hin und her schreiben beschließen wir, das Angebot anzunehmen und zurück nach Gibraltar zu trampen. Zurück in Gibraltar lernen wir unseren Captain Flo und die Bootshitchikerinnen Leonie und Isabella kennen. Zu 5 werden wir auf die Kanaren segeln. Erste Etappe, von Gibraltar auf die Kanaren. Durch die Straße von Gibraltar werden wir vom Mittelmeer in den offenen Atlantik segeln. Aufgrund von Strömungen können dort Wellen von bis zu 5 Meter entstehen. Lagebericht? Ja, es eskaliert. 4 Meter Wellen überall. Wir werden wahrscheinlich jetzt die Rettungsinsel werfen und Seit 2020 werden hier regelmäßig Segelboote gezielt von Orcas angegriffen, die zum Teil schon Boote zum Kentern gebracht haben. Einmal auf dem Atlantik angekommen, geht es die nächsten 6 bis 7 Tage über 700 Seemeilen auf offenem Meer Richtung Südwesten bis zu den Kanarischen Inseln. Wie es von dort aus weitergeht, ist unklar. erste Tag war, glaube ich, richtig krass, so viel Segeln. Ja. Das ist nicht so usual, dass du so krasse Bedingungen reduzierst. Das ist ja nur das Warme. Nach 2 Monaten Bootsuche in Gibraltar, zahlreichen Absagen und 3 Wochen Marokko-Reise haben wir in dem Moment, wo wir es am wenigsten erwartet haben, ein Boot gefunden. Eins zusammen mit 2 weiteren Hitchhikern, die genau wie wir noch nie zuvor gesegelt sind. Es liegt also eine spannende erste Reise vor uns. Naja, wäre da nicht eine Sache. Flaute. Segel wird eingeholt. Endlich mal wieder. Geil. Segeln. Eisensegeln. Der Motor mal wieder hat angeschmissen werden müssen, weil wir die ganze Zeit in einer Flaute herumgurken. Oh yes. Ey, weil du das gerade angesprochen hast mit der Seekrankheit. Jetzt habe ich irgendwie, wo ich weiß, dass ich nicht seekrank werde, habe ich irgendwie richtig Bock, in so einen richtig dicken Sturm reinzusegeln. Ja, Marcel ist bescheuert. Hast du das jetzt? Marcel juckt das irgendwie echt gar nicht. Ich bin wieder flau im Magen. Ich schaue mir die ganze Zeit den Horizont an, weil das ein bisschen hilft, das Ganze auszugleichen. Ich kann jetzt nicht runter den Abwasch machen. Es ist echt schade, weil ich wollte den nicht unbedingt machen. Du Drecksau. Deswegen. Ich mache einen Abwasch, ich habe eh sonst nichts zu tun. Da ich merke, dass mein Beitrag hier an Bord gerade eher zäh ist, habe ich beschlossen, ich schneide jetzt was zum Kochen. Weil kochen kann ich gerade auch nicht, weil mir irgendwie schlecht wird. Das heißt, ich chill eigentlich die ganze Zeit Overdeck und mache gar nichts. Also bis zu den Kanaren jetzt wahrscheinlich noch 5 Tage und dann ist es schon gewesen, den ersten Segeltrip. Boah. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich bin flach rein. Boah. Oh mein Gott. Wir haben Delfine gesehen. Sieht gar nicht glücklich aus. Hier, wollt ihr das besser Delfine gesehen, so muss es sein. Wir haben einfach Delfine gerade gesehen. Ich glaube, wir sollten die Ja, ich engagieren. bin froh, euch dann loszuwerden. Ja, das verstehe ich natürlich. Nein, ehrlich, ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach alle zusammen über den Atlantik fahren. Das wäre so cool. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Glaubst du nicht? Bin mir da nicht mehr so sicher. Unser Captain möchte bis in die Karibik segeln, aber es gibt ein großes Problem, weshalb unsere Reise schon auf Lanzarote enden könnte. Wir haben es zwar nun doch geschafft, das Viererboot ohne Segelerfahrung zu hitchhiken, Wir wandern euch langsam von Passagieren zu Crewmitgliedern.
Aber die erste Etappe ist nichts gegen die tatsächliche Atlantiküberquerung. Von den Kanaren direkt in die Karibik müssen wir eine Strecke von 2700 Seemeilen überwinden. Wenn man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten, also 5 Seemeilen pro Stunde rechnet, wären wir 22,5 Tage auf offenem Meer. Da unser Boot mit 11,6 Metern sowieso schon sehr klein ist, kann es zu 5 echt eng werden. Momentan hat Flo eine eigene Kabine, Isabella und Leonie sowie Marcel und ich teilen uns jeweils eine. Doch viel entscheidender ist das Süßwasserproblem. Da wir keine Wasserentsalzungsanlage an Bord haben, müssen wir das ganze Süßwasser mitnehmen. Beide Wassertanks zusammen können 300 Liter speichern. Wenn man aber mit 3 Liter Trinkwasser und 3,5 Liter für Kochen, Abwasch und Waschen pro Person pro Tag rechnet, dann brauchen wir allein 750 Liter und das ohne Reserven einberechnet. Es könnte also sein, dass wir auf den Kanaren ein neues Boot suchen müssen. Der Vorteil von der Flaute, man kann mitten im Meer baden. Wir leben im Paradies. Peak Happiness. Unser Klo ist verstopft. Das heißt, wir gehen jetzt rein, spülen das von unten durch und dann können wir wieder kacken. Okay, das muss irgendwo tot und sein, gell? Und das ist mein Job. Innen spülen. Gehabt! Okay. Oh, man riecht's, geil. Also Stefan hat jetzt die geniale Idee gehabt, dass wir jetzt einen kurzen Clip stagen, wo wir quasi den Land in Sicht, ja, den ikonischen See-Move machen. Und deswegen ziehen wir jetzt die Nummer ganz kurz durch, okay? Also. Land in Sicht! Jo, nach 6 Tagen Segeln sind wir jetzt auf den Kanaren. Wir werden heute anlegen, wahrscheinlich dann in einer Marina auf Lanzarote. Dort haben wir nicht viel Zeit, also wir haben ein enges Zeitfenster, um viele Dinge zu organisieren und zu klären. Wir haben nämlich ein Wasserproblem an Bord, also das Boot ist für Langstreckenfahrten eigentlich nur für 2 Personen wirklich ausgelegt. Aber wir haben halt den überkorrekten Captain, der jetzt versucht, das irgendwie zu managen, und jetzt heißt es erstmal Wasserplan schmieden, Essensplan schmieden. Wenn das alles hinhaut, geht es einmal auf die Kapverden, eigentlich relativ zeitnah. Und wenn die Überfahrt gut funktioniert, dann vielleicht auch in die Karibik, aber das steht noch aus, je nachdem wie wir das hinkriegen mit dem Wasser. Die Pläne haben sich geändert. Anstatt direkt von den Kanaren in die Karibik zu segeln, werden wir einen Zwischenstopp auf den Kapverden einlegen, was unsere Gesamtstrecke zwar etwas verlängert, aber die tatsächliche Atlantiküberquerung von 2700 auf 2100 Seemeilen verkürzt. Statt 23 Tagen bräuchten wir nur noch ca. 19. Wir werden also mit unserer bisherigen Crew bis auf die Kapverden und wenn alles glatt läuft, auch über den Atlantik segeln. Wenn nicht, dann heißt es erneut Bootsuche auf den Kapverden, wo die Gefahr für Bootshitchhiker zu stranden deutlich höher als auf den Kanaren ist. Ja, wir legen jetzt gleich an. Mal schauen, ob wir das Boot versenken. Gut, Klappe belegt. Ich muss kotzen. Halt meine Haare. Also offenbar sind die ersten betroffenen Landkranken hier. Mir geht's nicht so, weil ich wurde seekrank, zumindest ein bisschen. Aber wir sind da! Let's go! Alter, einfach Lanzarote. Milch. Nachdem wir die Wassertanks gefüllt, unsere Essensvorräte bestellt und das Boot auf Hochglanz poliert haben, treffen wir die anderen Hitchhiker sowie Max und Gianni, um gemeinsam Silvester zu feiern. Wir sind jetzt schon ein paar Tage auf Lanzarote und wir dürfen tatsächlich weiter nach Capo Verde, was richtig geil ist. Wie ihr seht, haben wir hier wirklich haufenweise Wasser, das ist nicht mal alles. Wir haben 48 von diesen 8 Liter Flaschen und wir müssen die jetzt irgendwie im Boot unterbringen, genauso wie alle anderen Lebensmittel. Wir haben schon gemerkt, der Kühlschrankplatz ist auch sehr begrenzt, aber wir packen es jetzt mal an und dann geht es morgen wahrscheinlich schon los, weil die Winde sehen ganz gut aus. Das heißt, vielleicht können wir diesmal echt einen Großteil segeln und müssen nicht mit dem Motor fahren. Und Marcel, warum gehen wir jetzt baden?
Naja, das ist jetzt die letzte Möglichkeit vor Cabo Verde. Wir legen jetzt dann ab in 2 Stunden. Das heißt, jetzt nochmal richtig genießen. Wir wissen auch nicht, ob wir auf Cabo Verde kurz baden können, weil wir werden wahrscheinlich nur einen Tag im Hafen sein. Das heißt, vielleicht das letzte Mal baden vor der Karibik. Das heißt, stinken wie ein Iltis die nächsten Tage. Und wir müssen Wasser sparen. Das heißt, gar nicht duschen. Zweite Etappe. Von den Kanaren aus segeln wir die nächsten 8 bis 9 Tage eine Strecke von 850 Seemeilen bis zu den Kapverden. What? Wir haben den Tuna! Alter! So klein ist er gar nicht. Ein Handschuh bitte. Ich melde mich heute mal aus der Nachtschicht. Ich habe heute Schicht von 2 bis 5 Uhr. Und genau, werden die so ein bisschen unter uns Hitchhikern aufgeteilt, dass wir einfach den Captain wecken können, wenn irgendwas passiert. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade 2 Boote auf dem AIS-System, also 2 Containerschiffe wahrscheinlich. Und die kommen uns ziemlich genau entgegen, das heißt, ich muss so ein bisschen schauen, dass wir jetzt nicht kollidieren. Es ist gerade Sonnenaufgang und ich bin gerade so happy am Boot zu sein und das alles hier zu erleben. Macht was auch immer ihr wollt und es wird funktionieren. Eigentlich gut, weil wir haben Wind und wir können jetzt segeln. Aber ich habe eigentlich extrem kacke geschlafen, seit der Motor ausgegangen ist. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen, weil ich bin komplett fertig. Ja, gute Nacht, Stefan, Alter. Und was habt ihr heute zu sagen? Es ist schön. Wir sorgen für die Energie von morgen. Also, wir machen jetzt eine der 3 verbotenen Segelmanöver, auch bekannt als Abracadabra. Das ist halt eine Harry Potter Anspielung. Was sagt der Captain dazu? War eine richtig gute Wahl mit der Crew. Ich bin äußerst zufrieden. Muss allerdings drüber nachdenken, ob ich bei der nächsten Spielzeit rotiere. Okay, genau so. Guck. Jetzt sieht man, da ist Motion wieder, ne? Normal heißt nehmen oder trinken. Tom. Genau, ja. Tom ist der Verbstamm. Mucho gusto. Ja, was macht's denn ihr da? Ja, hier ist, wir machen einen Kaiserschmarrn. Traditionell österreichisch. Ja, ich bin auf den Autopiloten gestiegen, dann hat das Segel in die andere Richtung geschlagen und dann hat Flo ein Manöver gefahren mit dem Motor und jetzt ist vielleicht die Angel in der Schiffsschraube. Hoffentlich nicht, weil dann wären wir richtig am Arsch. Jo, ich bin jetzt gerade in der Nachtschicht. Nach dem mehr oder weniger missglückten Tag, also es ist so einiges schief gelaufen. Wie gesagt, es ist das blöde Missgeschick passiert, während Flo und die Genua, also das Vorsegel, wieder nach vorne bringen wollten. Bin ich beim Zurückgehen auf das Standby vom Autopiloten gekommen und ja, dann hat sich unser Kurs komplett geändert und wir haben übel den Bogen geschlagen, wir haben halt komplett vergessen, dass die Angelschnur noch im Wasser war und der hat sich dann halt ums Boot gewickelt im besten Fall und im schlechtesten Fall um die Schiffsschraube. Was ich jetzt einmal nicht hoffe, falls dem doch so sein sollte, wäre jetzt der absolute Worst Case, dann wird quasi Wasser ins Boot kommen. Also das wäre schon richtig bitter und richtig teuer. Außerdem müssten wir das Boot dann an Land stellen, also in eine Werft und es ist jetzt auch nicht fix, ob man das machen kann auf den Kapverden. Mir geht es damit ehrlich ziemlich beschissen. Einfach weil man so das Gefühl hat, wenn das wirklich so sein sollte, dass man jetzt mehr oder weniger die Reise von der ganzen Crew, und das ist halt eigentlich der absolute Traum, mit der Crew, mit den Menschen in die Karibik zu segeln, beziehungsweise über den Atlantik. Und ich wünsche mir wirklich nichts mehr zur Zeit, als wie das jetzt einfach hinhaut. Man weiß, man steckt da jetzt nicht allein drin, das macht auf jeden Fall Mut.
Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass es jetzt dann in 4 Tagen Klarheit gibt in Mindelo und fix sagen können, es geht weiter, wir fahren über den Atlantik, wir fahren zusammen in die Karibik. Es wird funktionieren. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Was sind so eure Gefühle nach 4 Tagen hoher See? Mir ist schlecht. Ich bin angekommen. Ich kann chillen, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich muss irgendwas machen. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Nichtstun angekommen. Also ich bin gerade einfach nur müde, schon wieder, so wie immer, weil ich nicht gut geschlafen habe, weil es die ganze Zeit schaukelt. Schlaft ihr gut mit dem Schaukeln oder nicht? Gut? Ja. Nee. Also ich sag mal so, ich muss halt die ganze Zeit so stabile Seitenlage machen, weil ich sonst auf Marcel draufrutschen würde. Ich steuere jetzt das Schiff, Matrose, für den Fall der Fälle. Der Fall der Fälle ist, falls wir mal manuell über den Atlantik uns manövrieren müssen. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Autopilot vielleicht keine Lust mehr hat und seinen Job kündigt. Ich habe gerade eben nochmal realisiert, dass wir einfach hier auf einem Segelboot chillen. Überall sind nur Wellen und das Boot schaukelt hin und her und es weht der Wind und wir leben gerade einfach auf einem Segelboot. Das ist so krass. Und es fühlt sich manchmal so an, als wäre es halt so das Normalste auf der Welt, weil es halt gerade einfach so unser Zuhause ist. Ja, das, was Isa gesagt hat. Wir sind jetzt noch 3 Tage von Mindelo entfernt. Ich fühle mich halt übel fertig. Ich glaube, das ist einfach die Kombination aus Schlafmangel und das ständige Gegenarbeiten vom Körper gegen das Schaukeln. Ich glaube, da knallst du dir dann einfach irgendwann um. Normalerweise geht man schlafen und dann schläft man und dann wacht man irgendwann wieder auf und dann ist man wach. Und wir schlafen halt so in komischen Abständen, weil wir die Nachtschichten haben. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Oh, das ist Mai! No way! Eine Goldorade. Was? Schönste Fisch auf dem Planeten. Was? Mein Gott! Wie krass schaut der aus! Fisch gelandet! Guck mal, da sind die Kapverden. Nach 8 Tagen Segeln erreichen wir die Kapverden. Müde und erschöpft vom Schlafmangel und dem dauerhaften Hin- und Hergeschaukel freuen wir uns auf festen Boden unter den Füßen. Da wir sparsam mit unserem Wasservorrat umgegangen sind und sich herausgestellt hat, dass sich die Angelschnur glücklicherweise nur um den Kiel gewickelt hat, werden wir zu 5 über den Atlantik segeln. Die Insel schaut richtig krass aus. Jurassic World. Voller Vorfreude, aber auch einer ordentlichen Portion Respekt vor der Atlantiküberquerung. Noch so Spaß, um alles auszuspritzen. Erholen wir uns 5 Tage auf den Kapverden und besorgen neuen Proviant für unsere längste und gefährlichste Etappe. Wir holen uns jetzt den einzigen Joghurt in der ganzen Stadt. 3. und letzte Etappe, die Atlantiküberquerung. Auf den bisherigen Routen waren wir immer in Küstennähe. Diesmal geht's westwärts einmal quer durch den Atlantik. Sobald wir die ersten 500 Seemeilen von den Kapverden überwunden haben, erreichen wir die Todeszone. Ab hier sind wir für die nächsten 1100 Seemeilen auf uns alleine gestellt. Sollte hier was passieren, dann kann uns aufgrund der großen Entfernung zum nächsten Land keine Hilfe mehr erreichen. Nach ca. 19 Tagen und insgesamt 2100 Seemeilen werden wir, wenn alles glatt läuft, Antigua und Barbuda und damit die Karibik erreichen. Oh, fuck, wir haben Wasser nicht aufgefüllt. So. Hab ich sogar selber gemacht. Das wäre überlost. Wir sind
gestern von Mindelo gestartet und haben jetzt die ersten 24 Stunden durch. Der erste Tag war erstmal nicht so geil, wieder jetzt quasi auf offener See zu sein. Gestern war mir ab und zu ein bisschen schlecht tatsächlich, was davor gar nicht vorgekommen ist. Aber nicht nur die Winde, sondern die Wellen werden auch stärker. Ja. Also wird nochmal ein echter Test jetzt wahrscheinlich. Wir sind jetzt wie lange auf See? 3 Wochen. Ja, und ich habe gekotzt. Gerade eben. Tag 3, wir essen wie die Könige. Köder schlagt voll ein zur Zeit. Also mir ist die letzten 2 Tage nicht so geil gegangen und heute hat es sich wieder normalisiert. Das heißt jetzt komplett wieder an Bord ankommen. Jetzt kann die wilde Fahrt beginnen. Wir holen jetzt das Vorsegel dicht, sprich wir drehen auf ungefähr 60 Grad zum Wind, fahren rein, Vorsegel fängt an zu schlackern, klatsch, bumm, runter das Ding. Solange er nicht an der Refleine zieht, ist die Welt in Ordnung. Okay. Ausrauschen? Ja, Fuß Ball auf. Den schießt nicht durch. Ja, wir haben jetzt das Großsegel weggeknallt. Die Lichtbedingungen waren ziemlich heftig, aber ist anscheinend alles gut gegangen. Also wir segeln jetzt nur noch mit Vorsegel. Ich werde mal das Meerwasser auf meiner Haut kosten. Alter, ist das salzig. Alter. Fresh geduscht und die gute Laune ist wieder hergestellt. Ein fliegenden Fisch, der ist einfach aufs Boot geflogen. Marcel, was hast du denn da gebacken? Ein Brot. Das ist einfach unnormal. Marcel? Das ist tatsächlich eine 11 von 10. Also jetzt fühlt es sich gerade echt ziemlich krass an, das Boot zu steuern tatsächlich. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir nicht umkippen. Also im Auto kriegst du eigentlich immer direkt die Reaktion und ja, wenn du dann wieder in die andere Richtung einschlagst, dann reagiert das Auto auch. Und ja, das ist da irgendwie ganz anders. Seit unserem Aufbruch von den Kapverden hatten wir Wellen bis zu 7 Metern und orkanartige Böen. Es schaukelt so sehr. Können wir leider nichts dran ändern. Bereits erschöpft von den Naturgewalten beginnt Tag 7 auf dem Atlantik. Doch auf einmal ertönt ein lauter Knall. Was passiert? Unser Vorsegel hat so gefetzt. Alter Scheiße. Die Leine ist halt durchgefetzt, mit der man es hochzieht. Die Leine, mit der das Vorsegel oben am Mast gehalten wird, das sogenannte Fall hat's zerrissen. Ohne Halt ist das Segel bis nach unten ins Wasser gerauscht. Wenn sich jetzt das Segel unter Wasser um den Kiel wickelt, war's das mit Steuern. Dann treiben wir ohne Kontrolle mitten auf dem Ozean. Um das zu verhindern, müssen wir das Segel irgendwie wieder zurück an Deck zerren. Bei 3 Metern Welle und Wind keine leichte Aufgabe. Aber wir kriegen es hin. Nachdem die erste Gefahr beiseite ist, stellt sich die Frage, wie wir das Segel wieder hochkriegen. Ohne Vorsegel weiterfahren, keine Option. Mit dem Hauptsegel kommen wir statt 5,5 Knoten Fahrt auf gerade einmal 2, was weniger als 4 km/h entspricht. Würden wir mit diesem Tempo weiterfahren, bräuchten wir 20 bis 30 Tage, was unseren Proviant weit übersteigt. Außerdem würde der Sprit für den Motor nicht ausreichen, da wir mitten auf dem Atlantik sind. Gut, ich mir dann mal meine Weste anziehen und mich vorne einknicken. Ich muss das Segel ja dann wieder in die Nut führen. Du musst dann halt langsam in den Spielfall hochleiern. Die Lösung, wir nutzen das Spielfall, eine weitere Leine, um das Vorsegel wieder hochzuziehen. Das klingt jedoch leichter als getan. Wir versuchen es jetzt erstmal vor dem Wind. Leonieren! 10 Grad.
Während unser Captain also das Segel in die Nut führt, versuchen Marcel und ich Stück für Stück das Segel mit aller Kraft hochzuziehen. Ziehen oder zurück? Weiter! Es geht nicht weiter! Der Wellengang war gerade einfach zu stark und der Wind. Das heißt, wir warten jetzt wahrscheinlich auf eine Flaute, um das dann nochmal zu probieren hochzuziehen. Und da war wirklich schon ordentlich Druck. Ich glaube, man hat es vielleicht gesehen, wie Marcel und ich beide gleichzeitig wirklich mit voller Kraft gezogen haben und da ging gar nichts mehr. Es hat zwar nur noch 1 Meter gefehlt, aber der Druck wird halt immer größer, je weiter man das Segel zieht. Deswegen jetzt vorübergehend Großsegel. Zum Glück hat später der Wind nachgelassen, weshalb wir es erneut versucht haben. Diesmal mit Erfolg. Wir haben es geschafft. Unfassbar. War genau der richtige Moment. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es heute noch hinkriegen. So, Genua steht wieder. Wir haben es geschafft. Gerade den richtigen Moment angepasst. Also, ja, mit vereinten Kräften. Wir probieren jetzt noch, ob die wieder voll funktioniert, aber war jetzt echt Glück, weil jetzt gerade ein Moment kam, wo der Wind deutlich nachgelassen hat und die Wellen. Eigentlich sind wir alle ein bisschen am Hängen und ja, man weiß irgendwie nicht so wirklich, wie man sich auch fühlen soll. Also ich fühle mich irgendwie auch ein bisschen leer fast, würde ich sagen. Also jetzt, ich fühle mich nicht so schlecht, aber auch nicht so gut, sondern eigentlich so, ich denke eigentlich nicht so wirklich drüber nach, wie ich mich fühle, sondern ja, ich glaube, ich verpasse irgendwie gerade so ein bisschen den Moment, mich wirklich zu fühlen, um ehrlich zu sein. Bei mir kommt halt noch dazu, dass durch die Wellen, die halt jetzt doch schon echt groß sind teilweise, die ganze Zeit so ein Flauheitsgefühl im Magen ist. Das heißt, bei mir bleibt so diese Energie einfach komplett aus, weil das Problem ist, wem mal so schlecht war über längere Zeit, der weiß es vielleicht ein bisschen, dass man halt nicht so wirklich Bock hat, irgendwas zu tun. Hättest du jetzt gerade lieber festen Boden unter den Füßen? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist offensichtlich so, man fühlt sich halt einfach geiler, wenn man so auf Land ist. Das war auch immer schon davor so, aber jetzt ist, glaube ich, noch mal deutlich intensiver. Aber ich mache das ja nicht ohne Grund. Also ich könnte mich ja auch in den Flieger setzen und wäre dann in der Karibik. Ich meine, es geht ja schon irgendwie darum, dass man über sich hinauswächst und nicht einfach nur den Komfort seines Lebens hat. Wir sitzen gerade kurz vor 5 hier mitten auf dem Meer, auf dem Atlantik. Und es ist unfassbar schöner Sternenhimmel. Es ist jedes Mal krass, wenn man den sieht. Wir haben kurz gedacht, wir kentern, weil die Wellen so groß waren. Aber dann ging alles gut, dann hatten wir kurz Regen, weil irgendwie haben wir in letzter Zeit richtig viel Regen. Es ist so, man sitzt hier einfach 3 Stunden lang und schaut ins Nichts, weil es ist eh dunkel. Dann guckst du ab und zu auf den Wind und manchmal fühlt man sich richtig dämlich, weil ab und zu sitze ich halt so eine Stunde da und gucke halt wirklich nur so in eine Richtung, 1 Stunde lang. Und dann irgendwann wache ich so auf aus meinen Gedanken oder was auch immer und denke mir so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte eigentlich schlafen. Und das machen wir so jede Nacht. Wir sind jetzt genau in der Mitte. Also ab jetzt kommen wir dem Ziel näher, als wir unserem Departure Point sind. Wir sind basically mitten auf dem Atlantik. Ja. Und hier sind einfach Vögel. Ich finde es voll krass, dass wir schon die Hälfte oben. Ja, das war irgendwie voll kurz. Auf die Halbzeit. Auf die Halbzeit. Also wir sind gerade am Inventur machen, am schauen, was wir nur so zum Essen haben. Ob das Essen nur reicht für die restliche Überfahrt. Und was machen wir, wenn es nicht reicht? Keine Ahnung. Menschenfleisch. Okay, wir werden einander aufessen. Hast du dir gerade Salzwasser durch die Nase gezogen? Ja. Hilft? Ich kann halt komplett frei atmen tatsächlich. Die Frage ist halt für wie lang. Der eine reiert sich tot und der andere hat Schnupfen auf dem Atlantik. Alter, wir sind so lieb.
Was gibt's noch? Boah, geil. Wir haben ja kein Internet hier an Bord. Vermisst ihr das Internet? Boah, also, ihr könnt nichts weniger vermissen als das Internet und ich finde es unfassbar geil, dass wir einfach kein Netz und kein Empfang und nichts haben. Also echt bombastisch und ich hätte es gerne einfach immer so. Ich glaube, heute ist der 12. Tag der Überfahrt. Und man war halt eigentlich das ganze letzte Monat straight nur am Boot. Und jetzt halt die 12 Tage durch. Also man hat irgendwie alles gemacht, wirklich alles. Man hat geangelt bis zum geht nicht mehr. So. Wir haben alles gekocht, was wir kochen können, und die Lebensmittelvorräte sind eigentlich komplett ausgeschöpft. Wir haben jetzt noch Nudeln, vielleicht für 3 Tage. Und dann einmal noch Linsen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier so ein richtiger Lagerkoller ausgebrochen ist. Nee. Aber jeder macht so sein Ding und man hat irgendwie auch echt Lust, jetzt endlich mal anzukommen und vor allem einfach mal das ganze Revue passieren zu lassen, weil man halt wirklich jetzt komplett on the run war. Ich meine, klar, wir waren zwischendurch auf ein paar Inseln so, aber es war halt immer mit dem Rush, wir müssen wieder einkaufen und so, und dann geht's in 2 Tagen wieder weiter. Vor einem Monat waren wir halt mehr oder weniger in Marokko und jetzt dann eigentlich auf einem neuen Kontinent. So, also jetzt gerade überschlagen sich die Ereignisse. Also zum einen ist unser Wassertank leer, also beide jetzt, das heißt wir füllen den jetzt nach. Eine Woche Husten und eine Woche Schnupfen. Das war meine Atlantiküberquerung. Unser Navigationssystem ist ausgefallen, also nicht komplett, das GPS funktioniert noch, das heißt wir können auf jeden Fall navigieren. Aber das Problem ist, die Windanzeige funktioniert nicht, sowohl von der Richtung als auch die Stärke. Deswegen motoren wir gerade und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. 4 ist schon frei. Ja, ist frei. 6 raus. Und es ist eine riesen Welle ins Boot gepatzt und dummerweise war halt unser Fenster offen. Das heißt, mein Laptop ist gerade nass geworden. Ich habe noch ein bisschen Reis reingetan, hoffe, dass der wieder gleich anspringt. Ich habe gestern nach dem Wind angesungen, weil auf einmal war der Wind weg, nachdem richtig viel Wind da war. Und dann kam auf einmal übel der Regen. Ich habe noch nie so Regen auf dem Ozean erlebt. Dann habe ich aufgehört zu singen. Seitdem singe ich nicht mehr. Wir sind jetzt 38 Tage hier auf diesem Boot. Natürlich mit Zwischenstopps und so, aber 38 Tage ist so unfassbar lang. Wir sind so gefangen irgendwie auf eine Art und Weise. Und vielleicht fühlt es sich deswegen so an, als würde man sich nicht entscheiden, irgendwas zu machen, sondern dass es einfach da ist. Oh mein Gott! Alter! Heute Nacht kommen wir an. Ja, tatsächlich. Das ist dann auch der 18. Tag. Schon krass so, dass wir jetzt ungefähr 1,5 Monate unterwegs waren. Einfach nur, dass wir in die Karibik kommen von Gibraltar. Ich meine, der andere Weg wäre ein Flugzeug gewesen. Jetzt natürlich die Frage so, bereuen wir es, dass wir es gemacht haben? Das ist auf keinen Fall. Also mit dem Flugzeug hättest du halt die ganze Strecke und die ganze Reise, die wir eigentlich jetzt zurückgelegt haben,
die wäre halt einfach nicht existent. Ja. Also wir wären vielleicht jetzt dann in 10 Stunden am selben Ziel, aber der Weg dorthin ist halt ein ganz anderer und ich glaube, das ist ein ganz anderes Gefühl dann, wenn man dann wirklich jetzt Fuß setzt auf die Insel. Wir werden halt morgen früh im Paradies aufwachen wahrscheinlich. Ja. Also das Lustige ist, wir sind quasi da, jetzt sind wirklich nur noch 40 Seemeilen und jetzt ist einfach der Autopilot teilweise ausgefallen. Aber ich würde sagen, wir hatten echt Glück, dass das nicht früher passiert ist. Das hätte ja auch mitten auf dem Atlantik passieren können. Wie ihr seht, sind die Emotionen bei uns am Überkochen. Jo, wir sind jetzt in der Karibik. Ne, also jetzt 1,5 Monate Segel vorbei. Cool. Wie krass ist es bitte, nach der Zeit jetzt so ein Licht am Horizont zu sehen? Nee. Da ist das einfach. In greifbarer Nähe. Und wenn wir morgen in der Früh aufstehen, ist einfach so ein fetter Strand einfach vor uns. Alles begann planlos in einer Marina am südlichsten Punkt Europas. Kaum Geld, keine Erfahrung, keine Ahnung, worauf wir uns einlassen würden. Nur eine Idee, ein Traum und ein bisschen Wahnsinn. Damals hätte niemand von uns geahnt, dass diese Reise zu einer der härtesten, aber auch bedeutendsten Erfahrungen unseres bisherigen Lebens werden würde. 4 Monate später stehen wir auf der anderen Seite des Atlantiks und können nicht so recht begreifen, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Per Anhalter auf einem kleinen Boot getragen vom Wind bis in die Karibik. Doch ohne eine Person wäre das alles nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gebührt unserem Captain Flo, der das Boot samt Besatzung sicher durch die Launen des Ozeans geführt hat. Und ebenso den zahlreichen Hitchhikern, mit deren Gesellschaft wir die 2 Monate der Suche überhaupt erst ausgehalten haben. Die salzige Luft, die endlosen Sonnenuntergänge, das monotone Knarzen des Bootes, das ständige Auf und Ab der Wellen. All das hat uns verändert. Wieder zurück in der Zivilisation fühlt sich alles fremd an. In solchen Momenten wird einem klar, einige Dinge werden nach dieser Reise nie wieder so sein wie zuvor. Nach einem Monat auf Antigua wird's weitergehen. Die Reise ohne Flugzeug hat gerade erst begonnen. Und als nächstes will ich einen Weg finden, auf spektakuläre Weise nach Südamerika zu gelangen.